In der letzten Folge vom Mofa Mittwoch habt ihr gesehen, wie ich eine Hercules Prima 5 für 250 € gekauft, auseinandergebaut, sauber gemacht, lackiert und eine Strebe eingezogen habe. Heute geht es auch schon wieder ans Zusammenbauen und dafür habe ich hier eine ziemlich große Bestellung. Insgesamt habe ich dafür 105 € gezahlt. Als erstes kümmere ich mich mal um das Schutzblech und die Federgabel. Das Schutzblech muss nämlich gekürzt und an der Federgabel befestigt werden. Die Klötzchen, bei denen hier das Loch einfach nur durchgeht und die Schraubenköpfe nicht versenkt werden können, kommen nach unten. Und die Klötzchen mit dem Loch hier oben nochmal zusätzlich drin, kommen nach oben. Gaszug. Beim Schaltzug ist das Ganze ein bisschen komplizierter, deswegen nehme ich den darüber. Auf der Rückseite vom Schaltgriff sind zwei Schrauben hier so ineinander. Die mittlere Schraube ist dafür, den Schaltgriff auf dem Lenker zu befestigen. Und die äußere Mutter außenrum, die kann ich sogar von Hand aufdrehen, ist dafür, diesen Handgriff an dem Metallstück hier zu befestigen. So, jetzt kann ich das abmachen. Und dann kommt mir hier auch schon der Schaltzug entgegen. Den Kupplungszug kann ich direkt auch einbauen, das ist in der Regel der mit dem dicksten Stahlseil. Aber hier muss ich ein bisschen improvisieren, weil mir hier das originale Teil, wo man den einhängt, fehlt. Bevor ich den Motor hier aber wieder einbaue, muss ich noch ein, zwei Sachen daran machen. Der Zündkerzenstecker sieht nicht mehr so cool aus. Hier war früher das Dekompressionsventil drin, aber das ersetze ich jetzt einfach durch eine Schraube. Jetzt geht es an den Zusammenbau vom Vergaser und da muss immer alles super sauber sein, deswegen nehme ich mir schon mal ein neues Stück Papier zur Hand. Das ist der erste Teil vom Luftfilterkasten und das weiße Ding hier, das ist der Choke. Dichtung, Metallplättchen.
ganzen Vergaser mit dem Luftfilterkasten einfach hier draufstecken. Hier war auch kein Chokehebel dabei, aber da habe ich so einen ganz coolen gefunden und auch bestellt. Sieht aus wie ein ganz kleiner Bremshebel. Wie ihr gerade gesehen habt, ist die Kette hinten leider zu kurz und ich habe auch kein Nietwerkzeug dabei. Deswegen nehme ich jetzt einfach die alte Kette, bohre da mit einem kleinen Bohrer eine Niet raus, damit ich ein Stück erhalte, das ich mit dem Kettenschloss hier wieder reinmachen kann. Was auch richtig praktisch ist, sind diese Kettenspanner. Die muss man einfach auf der Hinterachse einfädeln. Die Rücktrittbremse wird einfach über diese Stange betätigt. Die müsst ihr einfach nur hier vorne an dem Hebel und an dem einhängen. Weil ich das Mofa ja legal zulassen will, werde ich hier den P1-Krümmer verbauen. Der ist super dünn und wirkt deswegen wie eine Drossel, deswegen kann das Mofa dann höchstens 25 fahren. Im Vergleich dazu seht ihr hier, der P3-Krümmer, der ist ordentlich dicker. Bevor ich jetzt die ganze Elektronik verkabel, mache ich erstmal einen kurzen Probelauf, damit ich ausschließen kann, dass in der Elektronik dann am Ende ein Fehler ist, der zum Beispiel zu einem Ausfall von der Zündung führt. But I'm trying not to show. They said it would be easy. Still I'm giving all I got. I just wanna tell you something. It must have been something. Also das Mofa läuft aktuell noch nicht. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es am Vergaser liegt. Ich werde jetzt mal einen bestellen. Und am nächsten Mofa-Mittwoch könnt ihr dann hoffentlich dieses Mofa in Aktion sehen. Aber ich schließe jetzt trotzdem mal die ganze Elektronik an, weil ich weiß jetzt ja, wenn es nicht läuft, liegt es nicht an der Elektronik. Um die Zündung zu unterbrechen, müssen zwei Kontakte zusammen gemacht werden. Das heißt, ich suche mir jetzt hier zwei Pins aus, die bei der ersten Umdrehung vom Schlüssel getrennt werden und schließe da mein Zündunterbrechungskabel dran. Ich verwende das Zündschloss jetzt gleichzeitig auch als Schalter für das Abblend- und Fernlicht. Was jetzt eigentlich passiert ist, wenn ich den Schlüssel in die erste Position drehe, dann trennt er den Unterbrecherkontakt für die Zündung und verbindet die Kontakte von Plus und der Birne in der ersten Position. Und in der zweiten Position ist die Zündung weiterhin unterbrochen, damit die eben läuft. Und er verbindet den Pluspol mit dem Kontakt vom Fernlicht.
Und deswegen hat die Lampe hier auch 3 Pole. The wrong place when it should have been with you. All this time, it was never enough. Die 2 Kabel müssen jetzt auf Masse, einmal fürs Licht und einmal für die Zündung. I'm just trying to find my way back to you. I'm taking the long road, running on. Das Kabel, was zum Ausschalten mit der Masse verbunden wird, verbinde ich jetzt hier mit dem schwarzen Zündunterbrecherkabel, was aus der Zündung rauskommt. Und dazu habe ich was richtig Cooles entdeckt, um ein Kabel mit dem anderen zu verbinden. Ne? Das sind solche selbstlötenden Schrumpfschläuche und wie die funktionieren, das seht ihr gleich. I'm taking the long road, running on empty. I'll be better this time around. Das rote Zeug hier an den Enden ist Kleber, dadurch ist die Verbindung auch wasserdicht. Promise you better days, only better days. Und jetzt verbinde ich das Kabel, was von den Lichtern vorne kommt und vom Rücklicht mit dem gelben Kabel, was aus der Zündung kommt. Das ist nämlich das Dauerplus für das Licht. Better days. Only better days. Fernlicht, Abblendlicht und aus. Wenn ihr das Mofat in Aktion sehen wollt, dann vergesst nicht, nächsten Mittwoch wieder einzuschalten. Ne? Da baue ich dann endlich auch die Sitzbank. Dafür habe ich mir extra dieses Skateboard hier geholt und ich versuche dann zum ersten Mal selber zu nähen. Alle Sachen, die ich verwendet habe, habe ich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.